Hallo und herzlich willkommen zurück bei Schmuckladentafel. Heute werfen wir einen Blick auf einen Helden, der es irgendwie nie ganz ins Rampenlicht geschafft hat. Unseren lieben Rayman. Ich verbinde wirklich sehr, sehr viel mit Rayman. Das war mit eins der ersten Videospiele, die ich je gespielt habe. Jedoch nicht den ersten Teil, sondern den zweiten Teil. Damals noch auf dem PC, wo ich dann in einem bestimmten Level nicht mehr weiterkam. Seit den 90ern hat Rayman sehr viele Abenteuer erlebt. Er steht aber sehr oft im Schatten von Legenden wie Mario und Sonic. Aber warum eigentlich? Was macht Rayman aus und warum konnte er nie so richtig groß rauskommen? Wenn ihr auch Fans von Rayman seid oder einfach neugierig, warum dieser coole Charakter nie so bekannt wurde, wie er es eigentlich verdient hätte, dann bleibt dran. Wir tauchen tief in seine Geschichte ein, schauen uns seine Erfolge und Herausforderungen an, finden heraus, warum er nie ganz im Spotlight stand und er den Schatten bzw. den dritten Platz hatte. Also schnallt euch an und lasst uns loslegen. Warum war Rayman nie im Spotlight? Finden wir es heraus. Rayman wurde 1995 von Ubisoft kreiert und eroberte schnell die Herzen der Spieler mit seinem einzigartigen Design und charmanten Gameplay. Entwickelt von Michel Ancel wurde das erste Rayman-Spiel für Atari Jaguar, Sony PlayStation und andere Plattformen. Rayman zeichnete sich durch seine lebhaften Farben, kreative Level und den unverwechselbaren Stil aus, weil bei vielen Charakteren wie zum Beispiel Sonic oder Mario, diese hatten einen relativ humanoiden Charakter, während bei Rayman alle Körperteile schwebten und ohne Gliedmaßen verbunden waren. Dies hatte den ganz einfachen Grund, dass damals, wo Rayman dann entwickelt wurde und designt wurde, man festgestellt hat, dass man mit Gliedmaßen den Charakter, so wie man ihn sich vorgestellt hat, nicht darstellen konnte. Dementsprechend hat man einfach bei den Beinen sowie den Armen einfach die Gliedmaßen weggelassen und gesagt, okay, ist egal, wir brauchen das nicht. Dadurch hat man natürlich größeren kreativen Freiraum und kann den Charakter besser animieren und auch Sachen machen, die man mit einem Charakter mit Gliedmaßen nicht machen könnte. Ein weiterer Aspekt, der Rayman wirklich einzigartig machte, war seine Welt. Die fantastischen Umgebungen, die skurrilen Charaktere boten eine wirklich erfrischende Abwechslung zu den realistischen oder auch bereits etablierten Fantasiewelten, wie zum Beispiel Mario oder auch Sonic. Dies half Rayman, sich von der Konkurrenz abzuheben, auch wenn dies allein nicht ausreichte, um ihn zum Superstar zu machen. Außerdem wurde Rayman leider Gottes in einer Zeit geboren, in der die Welt der Videospiele schon stark fortgeschritten war. Von etablierten Marken dominiert, bestand der Markt eigentlich aus Nintendo-Spielen und Sega-Spielen. Und auch während das erste Rayman-Spiel ein sehr großer Erfolg war, bedeutete dies nicht, dass Rayman automatisch zum Superstar wurde. Viele Spieler liebten zwar das charmante und farbenfrohe Design als auch das fordernde Gameplay, aber der Markt war leider hart umkämpft. Damit wir aber verstehen können, warum Rayman nie das Rampenlicht erobern konnte und an der Spitze stand, müssen wir zuerst seine Konkurrenz betrachten. Mario, geschaffen von Nintendo, ist seit den 80er Jahren ein absoluter Superstar und ein Powerhouse in der Videospielindustrie. Mit seinem Debüt in Super Mario Bros. Im Jahr 1985 setzte Mario neue Standards für Plattformspiele. Die Spiele sind bekannt für ihre präzise Steuerung, kreativen Leveldesigns und den universellen Anklang, die sie unter einer jungen Zielgruppe fanden. Mario wurde schnell zum Maskottchen von Nintendo und war in unzähligen Spielen und Medien vertreten. Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo, now you're playing with power. Each game sold separately. Mario ist nicht nur ein Charakter, sondern ein richtiges Phänomen in der Popkultur. Die kontinuierliche Veröffentlichung hochwertiger Spiele, verbunden mit einem sehr starken Marketing und einer Vielzahl von Merchandise-Artikeln, hat Mario zu einer der bekanntesten Figuren der Popkultur gemacht. Seine Spiele bieten eine breite Palette von Genres, von klassischen Plattformern über Brettspiele bis hin zu Sportspielen und Rollenspielen. Dieser ständige Strom neuer Inhalte hielt Mario immer im Gespräch und im Bewusstsein der Spieler. Sonic von Sega brachte Anfang der 90er Jahre Geschwindigkeit und Stil in die Spielewelt. Sein Debüt im Jahr 1991 mit Sonic the Hedgehog beeindruckte durch schnelle Action, dynamische Level und einen rebellischen Charakter mit der passenden Portion Edginess, der perfekt zu der damaligen Popkultur passte. Sonic wurde schnell zum Aushängeschild von Sega und etablierte sich als eine der größten Rivalen von Mario. No fool. Wild game, dude. 7 dangerous
so you and Sonic speed through, or you are toast, man. Sonic the Hedgehog, the hot new game from Genesis Games. Systems and games sold separately. No. Sonic war mehr als nur ein schneller Igel. Er war eine Ikone der 90er Jahre. Sega nutzte geschickt das Image von Sonic, um eine ganze Generation von Spielern anzusprechen. Während Nintendo mit der Super Nintendo den Markt dominierte, brachte Sega das Sega Genesis, auch bekannt als Mega Drive, auf den Markt und positionierte Sonic als ihre Antwort auf Mario. Diese Rivalität führte zu einer der denkwürdigsten Phasen der Videospielgeschichte, die sich bis heute hinwegzieht und viele verschiedene Marken in den Bann gezogen hat. Damals war es Sega gegen Nintendo in den sogenannten Console Wars, heute ist es zum Beispiel Xbox gegen Sony. Damals bewarb Sega das Genesis mit dem Slogan Genesis does what Nintendo don't und hob die technischen Fähigkeiten ihrer Konsole hervor wie schnellere Prozessoren und bessere Grafiken. Dies war natürlich auch zu der damaligen Zeit wirklich sehr frech und wurde auch so aufgefasst. Sonic wurde als diese coole, hippe Alternative zu Mario dargestellt und Sega zielte sowieso auf ein älteres Publikum ab, das mehr Action und eine moderne Ästhetik wollte im Vergleich zu den eher kinderfreundlichen Spielen, die Nintendo angeboten hat. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Genesis does. What Nintendo don't. Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an extra game. Diese aggressive Marketingkampagne und die innovativen Spielkonzepte halfen Sonic wirklich schnell an Popularität zu gewinnen. Sonic the Hedgehog und seine Fortsetzungen Sonic the Hedgehog 2 und 3 waren riesige Erfolge und festigten Sonics Status als ernstzunehmender Konkurrent zu Mario. Die Spiele von Mario und Sonic entwickeln sich jedoch unterschiedlich weiter. Während Mario-Spiele sich auf Erkundung, Puzzle-Elemente und vielfältige Spielmechaniken konzentrierten, blieben Sonic-Spiele im Prinzip der Geschwindigkeit und Dynamik treu. Ich würde so weit gehen und sagen, dass sich Sonic da nicht wirklich neu erfunden hat. Es kamen neue Charaktere dazu, aber das Core-Element des Gameplays blieb eigentlich immer gleich. Beide Ansätze hatten jedoch ihre eigenen Stärken und zogen verschiedene Spielergruppen an. Doch die Rivalität war nicht nur ein Kampf um Verkaufszahlen. Sie forderte auch Innovation und Qualität in der Spieleentwicklung. Beide Unternehmen waren gezwungen, ihre besten Ideen umzusetzen, der Kreativität wirklich freien Lauf zu lassen, um die Gunst der Spieler zu gewinnen. Dies führte zu einigen der besten und einflussreichsten Spiele aller Zeiten, wie zum Beispiel Super Mario World oder auch Sonic the Hedgehog 2, die heutzutage immer noch wirklich sehr intensiv gespielt werden. Trotz der intensiven Konkurrenz und der Höhen und Tiefen beider Franchises über die Jahre hinweg haben sowohl Mario als auch Sonic ihren Platz in der Videospielgeschichte gesichert. Mario bleibt das unverwechselbare Gesicht von Nintendo, während Sonic trotz einiger weniger erfolgreicher Spiele und auch wirklich sehr verwagter Spiele weiterhin eine sehr starke und sehr dedicated Fangemeinde vorzuweisen hat und immer wieder in neuen Titeln und Medien auftaucht, unter anderem auch in den geteilten Mario und Sonic Spielen. Diese beiden Ikonen haben die Messlatte für Plattformspiele und Maskottchen in der Videospielindustrie wirklich sehr hoch gesetzt, dass es für jeden neuen Herausforderer, einschließlich Rayman, unglaublich schwierig war, in ihrem Schatten zu bestehen. Aber kommen wir zurück zum Hauptakteur dieses Videos. Also nicht mir, ich meine Rayman damit. Rayman hatte von Anfang an natürlich auch wirklich sehr, sehr starke Vorteile. Seine Spiele waren wunderschön gestaltet, mit handgezeichneten Grafiken und kreativem Leveldesign. Gerade wenn man das in den Vergleich nimmt zum ersten Mario oder ersten Sonic-Spiel, sind da wirklich Welten dazwischen. Natürlich, sind natürlich auch 5 bzw. 10 Jahre dazwischen. Zudem war das Gameplay wirklich herausfordernd, als auch spaßig, was sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprach. Rayman bot wirklich eine einzigartige Spielerfahrung, gerade für die Zeit, die sich von der Konkurrenz wirklich sehr, sehr stark abhob. Ein weiterer großer Pluspunkt war das Design von Rayman selbst. Mit seinen schwebenden Händen und Füßen, seinem farbenfrohen Look und diesem liebenswerten Lächeln hat Rayman sofort Wiedererkennungswert. Diese ungewöhnliche Gestalt machte ihn besonders in einer Zeit, in der die meisten Spielcharaktere konventionell aussahen. Doch Rayman hatte auch seine Schwächen. Ein großes Problem war die Unbeständigkeit der Veröffentlichungen. Während Mario und Sonic kontinuierlich neue Spiele herausbrachten und sich dabei weiterentwickelten, gab es bei Rayman oft längere Pausen zwischen den Veröffentlichungen. Das führte dazu, dass Rayman aus dem Fokus der Spiele verschwand und es schwer hatte, eine konstante Präsenz in der Spielewelt zu behalten. Fehlen einer klaren Identität als Maskottchen. Mario und Sonic waren nicht nur Charaktere in Spielen, sie waren die Gesichter in ihren jeweiligen Konsolen.
Rayman hatte diesen Status nie wirklich erreicht. Ubisoft hat zwar versucht, Rayman als Maskottchen zu etablieren, aber diese Bemühungen waren oft inkonsistent und wurden durch die Konzentration auf andere Projekte und Spiele sehr stark geschwächt. Auch die Vielfalt der Rayman-Spiele spielte eine wirklich sehr große Rolle. Während Mario und Sonic oft bei ihren Kernkonzepten blieben, jedenfalls für die Hauptreihe, und nur langsam Innovationen einführten, experimentierte Rayman viel. Dies führte zu einigen sehr großartigen Spielen, aber auch zu einigen, die weniger erfolgreich waren. Diese inkonsistente Qualität und Richtung machten es schwer, eine loyale Fangemeinde aufzubauen und zu halten. Nehmen wir zum Beispiel Rayman 2, The Great Escape. Eins der ersten Videospiele, die ich zum Beispiel gespielt habe. Ich vergöttere dieses Spiel und ich könnte jederzeit es wieder auspacken und spielen. Es macht mir einfach Unmengen an Spaß. Dieses Spiel war ein Meisterwerk und wird von vielen als eines der besten 3D-Plattformspiele aller Zeiten angesehen. Gerade wenn man diesen Vergleich sieht von Rayman 2 gegen Mario 64 oder auch Sonic Adventure. Es führte wirklich sehr viele neue Gameplay-Mechaniken ein und hatte eine packende Story und zudem war es visuell wirklich beeindruckend. Doch anstatt an diesem Erfolg weiter fortzuführen, wechselte Ubisoft mit Rayman 3 Hotlum Havoc den Stil und das Gameplay, was natürlich nicht bei allen Fans gut ankam. Versteht mich nicht falsch, Rayman 3 ist natürlich ein großartiges Spiel, meiner Meinung nach. Jedoch weicht es so stark vom originellen Stil, den Rayman und Rayman 2 mitgebracht haben, mit diesem Humble Character, ab, dass man da fast schon sagen könnte, dass Rayman fast eine Identitätskrise zu dem Zeitpunkt hatte. Während die Veränderung des Stils und der Mechaniken jetzt nicht unbedingt schlecht war, führte sie natürlich auch zu Verwirrung und Uneinigkeit unter den Fans. Einige liebten die neuen Ansätze, während andere die klassischen Elemente vermissten. Diese ständigen Veränderungen machten es schwierig, eine kohärente Marke um Rayman herum aufzubauen. Ein weiterer Aspekt war natürlich auch die Marketingstrategie. Nintendo und Sega investierten massiv Geld in die Werbung von Mario als auch Sonic. Beide Charaktere wurden zu Symbolen ihrer jeweiligen Konsolen und einer ganzen Generation und hatten eine immense Präsenz in den Medien. Sie hatten Fernsehwerbung, Merchandise und sogar Fernsehserien, die ihre Popularität weiter steigerten. Ubisoft hingegen konnte oder wollte vielleicht auch nicht im gleichen Maße in Rayman investieren. Während Rayman in den frühen Jahren einige Werbekampagnen hatte, waren sie bei weitem nicht so umfangreich oder wirkungsvoll wie die seiner Konkurrenten. Genesis. Rayman, vous avez toujours voulu faire ce métier? Oui. Votre couleur de cheveux, c'est naturel? Ouais. Et pour les cascades, vous êtes doublé? Non. Vous pouvez nous faire une petite démonstration? Rayman, c'est... Es gab zum Beispiel auch eine Rayman-Serie, aber die konnte zu keinem Zeitpunkt mit der von Sonic zum Beispiel mithalten. Dies führte unweigerlich dazu, dass Rayman oft im Schatten blieb, trotz seiner wirklich großartigen Spiele. Nach dem Erfolg von Rayman 3 Hotlum Havoc im Jahr 2003 wurde es aber wirklich ruhig um unseren Helden. Ganze 8 Jahre lang erschien kein richtiges Hauptspiel in der Zwischenzeit. Was ist eigentlich passiert? Ubisoft hatte in dieser Zeit andere Prioritäten. Statt an einem neuen Rayman-Spiel zu arbeiten, konzentrierten sie sich auf andere Projekte und Franchises, die ihnen mehr Erfolg versprachen. Spiele wie Assassin's Creed und Far Cry rückten in den Fokus des Unternehmens und brachten Ubisoft großen kommerziellen Erfolg, gerade bei den älteren Zielgruppen. Rayman selbst tauchte in dieser Zeit vor allem in Spin-offs und Partyspielen wie der Rayman Raving Rabbids Reihe auf. Diese Spiele waren zwar sehr erfolgreich und führten die Rabbids als eigenständige Marke ein, doch sie entfernten sich stark von dem, was die Fans an den ursprünglichen Rayman-Spielen liebten. Gerade dadurch, dass Rayman in den Spielen eher eine Nebenrolle spielte, obwohl er der Namensgeber der Serie war. Ich weiß noch damals, wie ich selber komplett enttäuscht war, wo angekündigt wurde, dass anstatt dem coolen Rayman, der irgendwelche Hasen verprügelt, es auf einmal zu einem Partyspiel werden sollte. Es wollte einfach nicht in meinen Kopf rein und ich muss sagen, das war der erste Punkt, wo ich wirklich sehr enttäuscht von Ubisoft war. Die Fans mussten wirklich sehr lange sehnsüchtig auf ein echtes Rayman-Abenteuer warten. Diese Geduld sollte sich jedoch auszahlen, denn 2011 kehrte Rayman mit Rayman Origins triumphal zurück. Mit seinem wunderschönen handgezeichneten Stil und dem klassischen 2D-Gameplay, das die Serie berühmt gemacht hat, brachte Rayman Origins den Charakter wieder ins Rampenlicht. Zumindest für eine Weile. Aber warum dauerte es eigentlich so lange, bis Rayman zurückkehrte? Ubisoft brauchte Zeit, um die richtigen Ideen und die richtige Technologie zu finden, um Rayman in moderner Form wiederzubeleben.
Und das Warten hat sich definitiv gelohnt. Ich finde, heutzutage zählt Rayman Origins zu einem der kreativsten als auch besten Koop Jump'n'Runs. Mit Rayman Origins und später Rayman Legends feierte unser Held ein beeindruckendes Comeback. Diese Spiele wurden sowohl von Kritikern als auch von Spielern wirklich hochgelobt. Sie kombinierten das klassische Rayman-Gameplay mit modernem Design und boten eine frische, aber dennoch sehr vertraute Spielerfahrung, gerade im Multiplayer. Beide Spiele zeichneten sich durch ihre atemberaubende Grafik, ihr kreatives Leveldesign und ihren sehr, sehr hohen Spaßfaktor aus, gerade im Multiplayer. Sie zeigten, dass Rayman immer noch relevant und in der Lage war, mit den besten Plattformspielen der modernen Zeit zu konkurrieren. Doch trotz dieses Erfolgs blieb Rayman, warum auch immer, im Vergleich zu Mario und Sonic eher eine Nischenfigur. Der Erfolg von Rayman Origins und Rayman Legends war ein Beweis für die anhaltende Qualität und den Charme der Rayman-Reihe. Sie brachten viele alte Fans zurück und gewannen neue. Doch der starke Wettbewerb und das Fehlen einer kontinuierlichen Marketingstrategie, als auch das Versäumnis von Ubisoft, daraus Profit zu schlagen, führte dazu, dass Rayman einfach nicht die gleiche ikonische Präsenz erreichte wie Mario und Sonic. Aber warum war Rayman nie im Spotlight, genauso wie Sonic und Mario? Es liegt an einer Kombination von sehr vielen Faktoren. Stärkere Konkurrenz, längere Pausen zwischen den Spielen und weniger Marketing. Aber das bedeutet nicht, dass Rayman nicht großartig ist. Er hat eine wirklich sehr treue Fangemeinde und bleibt ein wichtiger Teil der Videospielgeschichte. Zu meiner eigenen Meinung, ich denke, Rayman hätte das nächste große Ding sein können. Er hätte wirklich Sonic und Mario eine unfassbar gute Konkurrenz sein können. Jedoch hat Ubisoft es versäumt, ihn wirklich auf so einen Status hochzuheben, wo man sagt, okay, das ist ein Maskottchen, das braucht kontinuierliche Spiele. Und dadurch ist er etwas in der Versenkung verschwunden. Nichtsdestotrotz hoffe ich auf ein weiteres Spiel und würde mich wirklich sehr freuen, wenn es im Stil von Rayman Legends weitergeht und man einen neuen Teil bekommt, den man dann mit seinen Freunden spielen kann. Aber was denkt ihr? Sollte Rayman mehr Anerkennung bekommen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Schmuckladentafel. Beide Spiele zeichnen sich wirklich durch eine atemberaubende Grafik. Ihr kreatives... Okay, nochmal von neu. Der Erfolg von Rayman Origins und Rayman Legends war ein Beweis für die anhaltende Qualität und den Charme der Rayman-Reihe natürlich. Bin ich eigentlich bescheuert? Ich lese... Also einmal so ein Skript richtig lesen. Gott. Okay, nochmal.